Hallo, willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Wir sind jetzt beim nächsten Sherlock Holmes Spiel und zwar der Awakened. Das kam letztes Jahr im April raus. Also ist genau ein Jahr alt. Und das schaut fast genauso aus hier, wie hier bei Chapter 1. Dann gucken wir mal. Neues Spiel. Los geht's. Geht aber schnell. Bin mal gespannt. Hoffe, es ist kein schweres Spiel. Ich habe die Grafik wieder hochgeschraubt. Erstes Kapitel, der Schatten über London. Okay. Baker Street. Na endlich. In der Heimat. Es ist die gleiche Musik, hörst du das? Ach so, das ist jetzt die Fortsetzung jetzt, oder wie? Von dem anderen. Oder wie? Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Es ist genauso. Sehr geil. Ja, es ist genau exakt so. Okay, wir tun einfach so, als wenn es gar kein neues Spiel ist, sondern einfach das gleiche. Aber gut, dann brauche ich mich hier nicht umändern hier. Dann wissen wir ja schon Bescheid. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Another letter from Werner. Oh nee. I never reply, but they keep coming. Nicht der schon wieder. Ach nee, bitte nicht. London. Art Werthisser, 28. September 1882. Nach dem jüngsten Besuch der schwedischen Prinzessin Ildur in London, der von einer Reihe unglücklicher Begebenheiten überschattet war, gilt das Verhältnis zwischen England und Schweden als angespannt. Allen voran sei das ungeklärte Verschwinden des Leibwächters von Prinzessin Ildur genannt, das die britischen Diplomaten nun in Verlegenheit bringt. Der Leibwächter, der seit vielen Jahren im direkten Umfeld der schwedischen Königsfamilie arbeitet, nutzte nach Dienstschluss seinen Aufenthalt in London für eine nächtliche Erkundungstour in der Stadt, von der er nicht zurückkehrte. Ein Sprecher der Londoner Polizei ließ dem London Advertiser gegenüber verlautbaren, dass man zuversichtlich sei, den Leibwächter dank seines markanten skandinavischen Erscheinungsbilds zu finden. Ein solcher Hühne zieht die Blicke auf sich, ob nun die Blicke von seinesgleichen in Herrenetablissements oder die der reizenden Damen, die ihnen dort Gesellschaft leisten. Local gossip, all of it uninteresting. Es ist genauso. Ich werde verrückt. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London. Ist halt jetzt einfach die Fortsetzung and involving many men. von Chapter 1. Paper cannot be a coincidence. Naja, wie soll es recht sein, ne? My dear fellow, life is infinitely War ja stranger cool. than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Also ich bin mal gespannt, ob das hier jetzt auch gleich hier eine offene Welt ist, ne? Weil das wäre jetzt echt dann krass, ne? Aber so sieht das aus wie in den anderen Spielen auch. Wo ich kenne.
Hier von silbernen Ohrring oder wie auch immer. Ich mach schon alles um mir. Laden, Bonus. Was ist ein Bonus? Was ist das? Bonus? Naja, vielleicht. Was soll ich jetzt tun? Achso, die Mülleimer. Heute ist es regnerisch, daher solltest du dich dem Wetter entsprechend kleiden. Öffne mit C die Mappe und navigiere mit Tab zum Bereich Garderobe. Okay. Das ist ja Wahnsinn. Wischniwanka, das hat man doch schon mal. Das ist doch da was. Achso, um eine Kopfbedeckung aufzusetzen. Achso. So. Baker Street 221 B. Der B. Warte mal. Haben wir eine Karte irgendwie? Nee. Was ist das alles hier? Ach hier, da. Okay. Ach so ist er. Warte mal, die Mülltonne brauchen wir noch. Was ist das? A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Natürlich. Perfektes Gift. Hä? Ah, da ist was. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Okay. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Was geschah mit meiner Zeitung? Verdammte Scheiße. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Wie sah der Mann vor der Tür aus? Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Wohin ist er gegangen? Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Was macht er mit meiner Zeitung? Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there was a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Natürlich, natürlich. Get the Strand. Im Bereich Get the copy of the Gedankenspiele, Strand here. natürlich. Das kommt auch wieder. Was haben wir denn da? Buch von Barnes. Kaktusstachel, womöglich Gift. Wer hat den Strand? Hä? Dokumente, Aussagen, Beobachtungen. Lesen. Watson hat die Morgenpost in die Wohnung gebracht, aber der Strand fehlt. Er hat die Zeitung draußen in den Müll geworfen, weil sie verschmutzt war. Vielleicht wurde die Mülltonne noch nicht geleert und ich finde die Zeitung. Die Zeitung liegt tatsächlich in der Mülltonne.
Okay. Wähle dann die richtigen Hinweise aus. Ach so, warte mal. Kaktusstachel war das doch. E. Der Strand war nicht. Aussagen des Jungen. Achso. Achso, das muss hier übereinstimmen, oder was? Buch von Barnes. Ah, Mr. Barnes. Huch. Mr. Barnes ist in das Komplott verwickelt. Laut Aussage des Zeitungsjungen hat der auffällige Mann einen Stapel Bücher getragen und heute Morgen hat der hiesige Buchhändler Mr. Barnes ein Buch für Watson ausgeliefert. Ein Kaktusstachel als Mordwerkzeug, ein lauter Knall, ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl mehr als angebracht. Okay. Mr. Holmes' murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Kannst Hinweise anheften. Ach so. Mr. Barnes hier anheften. Es ist genauso. Ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl mehr als angebracht. Wo ist denn der Barnes? War es nicht da vorne? Irgendwo? Und die Bibliothek nochmal. Da, Mr. Barnes Buchhandlung. Nee, da nicht. Barnes Bookshop, hier ist es doch. Guten Tag. Aha, aha, da ist er doch. Beobachten. Oh, jetzt geht's wieder los. Wie die Leute anglotzen. Tränensäcke unter den Augen, arbeitet zu viel. Tinte, Druckerschwärze. Da ist doch was. Lehnt sich auf sein rechtes Knie, Schmerzen am linken Bein. Hohe Absätze will größer wirken. Arbeitstier. Mr. Barnes humpelt und hat dicke Tränensäcke unter den Augen. Begleiterscheinungen seiner jahrelang harten Arbeit. Es mangelt ihm an Selbstvertrauen, weswegen er hohe Absätze trägt, um größer zu wirken. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand wie er in einen Mord komplett verwickelt war. Wenngleich die Druckerschwärze auf seinen Händen darauf hindeutet, dass er derjenige war, der die Zeitung ruiniert hat. So. Mr. Barnes? A word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're Ermittlungsort asking the right gefunden. questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Okay. Jetzt kann man hier wieder untersuchen. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Was macht der? Okay, jetzt können wir uns umgucken. Gucken wir mal. Also die Grafik ist schon cool, ne? The finest view London has to offer. Naja, ja. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I
I wonder who the recipient is. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Auf Bücher gestapelt. Alles klar. Was haben wir hier? Gibt's hier was? Da. Katalog für exotische Pflanzen. Ein Katalog für exotische Pflanzen auf der Ladentheke von Mr. Barnes Buchhandlung. Der Titel des Katalogs lautet Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Basics of cryptanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Okay. I could hardly imagine anything more macabre. Okay, hier ist jetzt nichts mehr. Hier um die Ecke noch gehen. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Habe ich jetzt alles, oder? Ich kann es genauso machen. Ich werde verrückt. Nee, hier gibt's nichts mehr. Okay, gehen wir mal raus. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Gibt's hier draußen was? Warte mal. Aber das sagt immer noch hier, ne? Warte mal, wie war das nochmal so? Kaputte Holzleiter. Okay, das kann man mal wegtun hier. Was haben wir hier? Verweckte Blumen am Schaufenster. Minecrafts Agenten nutzen das um Dingsbums, ne? Ach, warte mal, das sind Blumen. Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the Queen. Okay. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Ein Kaktus. Oh, Stachel, oder? Familiar spine. That's what I found in my dustbin. Oh ja. Das ist ein Bruch. It's damaged. The blow was severe, but softened by something. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Beobachten natürlich. Sonst wären wir nicht Holmes. Trägt Schminke, will es schön sein und etwas verbergen. Trauerbrosche in Gedenken an verstorbenen Ehemann. Teurer Stoff, ungewöhnliche Arbeitskleidung. Blickt in die Ferne, hält Ausschau oder nachdenklich. Okay. Saubere Stiefel, hat bei Ankunft Schuhe gewechselt. Immer noch von Trauer erfüllt. Mr. Fleming trägt Schminke, um ihre tränenverschmierten Wangen zu kaschieren. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch verdreckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie zu ihrem Verkaufsstand kam. Miss Fleming versucht ihren Kummer mit eleganter, extravaganter Kleidung zu überspielen, trägt aber immer noch eine Trauerbrosche in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Ihr steter Blick in die Ferne offenbart ihr emotionale Bindung, die immer noch zu ihrem verstorbenen Ehemann besteht. Insgesamt betrachtet muss man zu dem Schluss kommen, dass Miss Fleming nach wie vor mit ihrem tragischen Verlust hadert. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes?
Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. Beweis präsentieren. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a dell to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Okay. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Scheiße. Kaputte Leiter. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Kaktusstachel. I don't know anything about this, sorry. Katalog. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Meine Güte. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Meine Güte. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Irgendwie sind die Stimmen so leise, ne? Nochmal Sound, Sprache, Umgebung. Musik ein bisschen leiser machen. Jetzt aber, oder? Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter bei Sherlock Holmes, der Awakened. Und dann machen wir mit den nächsten Sachen weiter. Dann müssen wir das hier machen. Mr. Barnes ist in einen Komplott verwickelt. Ein Kaktusstachel als Mordwerkzeug, ein lauter Knall. Oder hier Gedankenspiele müssen wir noch machen, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.